Ja, das stimmt. Richtig was los. Mal eben entspannt 120 Kilometer nach Mali fahren. Banane. Und gerade die Hälfte, ein bisschen näher. Also entspannen, das ist nicht schlimm. Nein, nicht. Ich kriege nur den ganzen Dreck ab. Aber tolle Landschaft. Nee, das ist noch nicht dieser Berg, weil der ist ja viel zu nah. Aber schön ist er trotzdem. Nach vorne rechts und dann ist es gleich dran. Okay. Hier, hinter dem LKW. Hier kann ich nicht parken, oder? Wir sind in Mali. Da ist das Tourismusbüro. Und unser Gastgeber für heute ist der Oma. Dem gehört das Fremdenverkehrsbüro bzw. der Schreibwarenladen im Ort hier. Und wir sind Tourist Nummer 19 und 20 dieses Jahr und wir haben den 2. Dezember in Mali. Hast du ein Nummernschild gesehen? Seins? Ja. Ja, ja. So, wir sind im Homestay angekommen und als erstes müssen wir essen. Nein, als erstes musste der Jan sein Gesicht waschen. Ich bin wieder hinten gefahren, meine Frau hat mich eingesaut. Und dann dürfen wir essen. Überraschung, ich wollte das letzte Stück Hühnchen aus dem Topf nehmen. Also Hühnerfüße in der Suppe kennen wir, aber Hühnerköpfe noch nicht. Tschüss, Madame Marlene. Dame de Mali. Dame Ach so. de Mali. Ja, so ist sie aber auch so hübsch. Ja, die ist echt hübsch. So, ohne einen Local Guide vor uns muss ich jetzt den eigenen Weg durch den Steingarten finden. Das ist eine Strecke, da machen sich Europäer in die Hosen und er fährt hier einfach mit Frau und Baby. Ja, und das ziemlich zügig. Ja. Na gut, der kennt den Weg. Ja, aber er hat ja auch ein entsprechendes Fahrzeug. Das ist ja voll Offroad-tauglich. Der Oma ist gestern auch nicht langsamer gefahren.
20 Ländern sind Jan und ich uns nicht ganz einig, welches der beiden Länder, Mauretanien oder Guinea, das dreckigste Land ist, was wir jemals bereist haben. Das hier ist der Aufstieg zur Lianenbrücke, bloß dass die Brücke selbst mehr so ganz funktionstüchtig ist. Silke, was machst du da oben? Die Brücke gucken. Wie bist du da hochgekommen? Ja, über die Leiter. Weißt du, wie gefährlich das ist? Ja. Wie alt bist du eigentlich? Na Jan, nah dran, ha? Ja. Soll ich dran stehen oder weit? Wir sind an den nächsten geilen Wasserfällen. Tambadaga Falls. Richtig cool. Connected.